Herzlich willkommen zum neuen Video. Ohne Hände in den Taschen, diesmal mit Lars und Martin. Mir. Wenn ihr schon mal was von Tiger 2 Power gehört habt oder euch mit der Elektrik in eurem Reisefahrzeug irgendwie beschäftigt habt, habt ihr vielleicht schon mal mit einem von uns beiden oder auch mit einem von unseren anderen Kollegen gesprochen, möglicherweise auf einer Messe face-to-face. Der Lars ist relativ neu bei uns, deshalb sicherlich nicht face-to-face, aber auf den nächsten Messen werdet ihr auch Lars kennenlernen. Wir werden uns heute mal darum kümmern, was machen wir eigentlich bei Tiger 2 Power, was soll das? Kann es euch helfen oder ist es einfach nur überteuerter Kram, den wir euch ans Bein binden wollen? Erster Punkt, die Frage, die sich alle stellen, für wen ist Tiger 2 Power, was ist Tiger 2 Power, was haben wir uns dabei eigentlich gedacht? Der Lars macht es jeden Tag, der kann es wahrscheinlich am besten sagen. Ja, was ist Tiger 2 Power? Das ist eine gute Frage. Also Tiger 2 Power ist ein modulares Baukastensystem, was für den Selbstausbauer gemacht ist. Du hast nicht die Möglichkeit, den kompletten Markt nach den sinnvollen und besten Komponenten abzugrasen, die für dich passend sind. Das haben wir schon gemacht. Was kann man einbauen? Die Frage, was du bei dir einbauen musst, klären wir dann zusammen. Und am Ende des Tages bekommst du ein komplettes System auf deine Bedürfnisse zugeschnitten. Alle Komponenten passen zueinander mit Einbauplänen. Und los geht's. Zum Thema Selbsteinbau, was der Lars schon gesagt hat, dafür ist natürlich das ganze Modulsystem überhaupt gedacht. Ja? Es ist für Leute gedacht, die grundsätzlich alles selber machen wollen, aber eben nicht die Zeit haben, Elektrotechnik zu studieren, wie du schon gesagt hast. Es ist natürlich trotzdem total wichtig, dass man sich ein bisschen was zutraut und auch schon mal ein Kabel gekrimmt hat und ungefähr weiß, wo es hingehen soll. Wir haben natürlich vereinfachte Schaltpläne gezeichnet, die auch alles zusammenfassen, was von dem Hersteller selber so kommt. Alles Unwichtige haben wir direkt weggelassen, alles Wichtige heben wir hervor, sodass ihr damit klarkommen könnt. Aber ihr müsst sie natürlich trotzdem lesen können. Am Ende muss man sagen, am Telefon einbauen können wir es nicht. Ein gutes Beispiel ist natürlich der Micha hinter der Kamera. Habt ihr sicherlich schon mal gesehen in dem Video. Der hat es auch selbst eingebaut und der hat eigentlich gar keine Ahnung davon. Der kann nämlich nur Kamera. Ja, und dann stellst du dir wahrscheinlich die Frage, wie komme ich denn zu so einer Beratung und was müssen die denn überhaupt dafür wissen? Gute Frage. Im Shop ist ja alles ständig rot, kann ich nicht kaufen. Ist ja ein totales Scheißsystem. Aber wir haben uns da was dabei gedacht. Wenn du einen solchen Artikel dir anguckst, dann sieht man, da gibt es keinen Warenkorb-Button, sondern es gibt immer einen Button, womit man ein spezielles Beratungsformular ausfüllen kann, wo wir sozusagen die wichtigsten Fragen stellen, die man braucht, und zwar die man persönlich sozusagen für sich beantworten muss, um so ein System zu dimensionieren. Der Lars macht das ja täglich am Telefon, der kennt die ganzen Fragen schon auswendig. Diese typische, wer fährt wann, mit wem, wohin, was macht er da und wie lange, so ungefähr. Das sind sozusagen die Fragen, die vorher grundsätzlich klar sein müssen, bevor Lars überhaupt anfangen kann. Genau. Du musst dir halt also überlegen, wann willst du wohin fahren, wie lange willst du da bleiben, hast du eine Steckdose, hast du keine. Das sind im Prinzip die grundlegenden Fragen. Logisch, wir können nicht auf Worst-Case-Szenario optimieren, komplett autark, das macht keinen Sinn. Wird wahrscheinlich auch dein Geldbeutel sprengen. Deswegen versuchen wir herauszufinden, was du wirklich brauchst. Und zwar nicht das Maximum, sondern ein sinnvolles Package. Warum kann ich nicht voll autark haben? Möchten alle, will ich auch. Was ist das Problem? Naja, das Problem ist natürlich, umso weiter du Richtung Norden fährst oder umso kürzer die Tage werden, ist es halt einfach nicht realistisch machbar, mit Solar so viel Energie zu erzeugen, dass es immer und überall auf der Welt funktioniert. Klar, wenn du einen großen Anhänger hast für Solarpaneele und Batterien und dein Budget unendlich ist, können wir es irgendwie bauen. Ne? Nichts ist unmöglich, aber ganz realistisch gesehen ist das einfach nicht machbar. Das ist übrigens auch der Knackpunkt, warum ihr euch darüber im Klaren sein solltet, was sind eure Verbraucher. Das fragen wir in dem Formular übrigens ab. Und für sich selber ganz realistisch einzuschätzen, was davon brauche ich wirklich, was ist nur ein Wunsch, was brauche ich einmal pro Woche, worauf lohnt es sich eigentlich zu optimieren. Das hat der Lars ganz oft, dass man sagt, ich möchte aber meine Nespresso-Maschine oder ich möchte einen Föhn oder. Und dann kann man im Gespräch eigentlich rausfinden, die brauche ich nur einmal im Monat. Und dann muss man sich natürlich fragen, optimiere ich das Gesamtsystem auf so einen fetten Verbraucher und habe 5.000 € mehr auf der Rechnung, oder finde ich einen Kompromiss, wo ich sage, weiß ich, wenn ich im Norden bin, dann ist auch okay, wenn ich alle 2 Tage mal fahre oder ich mir die Haare an der Standheizung trockne. Das macht extrem viel aus, rein technisch, vom technischen Aufwand.
Genau, als Beispiel könnte man mal sagen, das typische Thema Föhn. Du hast zu Hause einen Föhn mit, keine Ahnung, 2500 Watt und willst den autark benutzen. Das würde bedeuten, wir bräuchten einen Wechselrichter, der das schafft und auch eine Batterie, die den Wechselrichter speisen kann. Da ist es vielleicht clever, einfach mal einen Reiseföhn zu kaufen mit 800 Watt, anstatt für 5.000 € Ladetechnik und Batterien. Oder an der Standheizung sich die Haare zu föhnen. Oder so. Gibt es Kunden, die das sehr erfolgreich machen. Solche Gedankengänge kommen dann natürlich hinterher erst im Gespräch. Die Basis für dieses Gespräch legt das Beratungsformular, was ihr für jeden Tiger-2-Power-Auftrag ausfüllen müsst. Und der Lars kommt dann mit euch zusammen auf die Idee, wie man zu der maßgeschneiderten Lösung kommt, die für euch die Probleme löst, aber nicht unbedingt den Geldbeutel sprengt. Geldbeutel sprengen ist für uns natürlich immer total super, aber macht keinen Sinn und deshalb versuchen wir euch nicht einfach irgendwas zu verkaufen. Ja, es gibt natürlich große und kleine Camper. Irgendwie der eine hat ein Weltreisemobil, der andere hat einen VW-Bus. Kriegen die eigentlich alle das Gleiche oder was haben wir uns dabei gedacht? Theoretisch kann jeder das Gleiche kriegen. Es hängt am Ende von den eigenen Ansprüchen und Wünschen ab. Natürlich kann ich mir auch wünschen, in einem VW-Bus T4 induktiv zu kochen, während ich in einem MAN Catma 8x8 mit einem Teelicht abends sitze und total glücklich bin. Meistens ist es genau andersrum. Das heißt, in einem großen Expeditionsfahrzeug habe ich auch die höheren Ansprüche. Und in einem kleineren Fahrzeug, was vielleicht nur am Wochenende mal benutzt wird oder für den 2-Wochen-Urlaub in Spanien, ist der Anspruch generell geringer. Dafür haben wir zwei verschiedene Systeme, nämlich Tiger-2-Power Basic, womit man, sage ich mal, nicht so große Flexibilität hat. Man kann nicht so weit skalieren, aber man kann eben die meisten kleineren Urlaubsfahrzeuge komplett damit erschlagen und muss auch nicht so viel Geld ausgeben. Auch der Installationsaufwand ist ein bisschen geringer, weil man dann eben so ein paar kombinierte Geräte verwendet, die einem ein paar Sachen ersparen. Wird es größer oder braucht man mehr Flexibilität, geht man in das Tiger-2-Power Pro, wie wir es nennen. Das heißt also mehr Einzelkomponenten, die in einem System hängen, die man aber komplett durch dieses Modulsystem eben ganz hoch oder ganz runter skalieren kann. Das heißt, ich kann dann wirklich also von einem ich sag mal, luxuriösen Crafter bis hin zum, wie gesagt, 10x10 Tatra Raketenwerfer, den man eben in Spanien im Urlaub so braucht, komplett skalieren. Diese Skalierung und welches nun das Passende ist, finden wir auf jeden Fall in dem Gespräch raus. Der erste Knackpunkt ist natürlich immer schon das Budget, wo man möglicherweise schon gleich erstmal eine Einschränkung macht. Und die zweite Einschränkung ist dann eben die realistische Selbsteinschätzung der Wünsche und Ansprüche. Dabei kann euch ein Lars, ein Nico, noch ein Lars und ein Martin am Telefon sehr gut helfen, denn wir haben schon so ein bisschen Erfahrung aufgrund unserer eigenen Reisen, aufgrund der Reisen anderer Kunden. Wir wissen schon, welche Module funktionieren wo gut. Da könnt ihr wunderbar von unserer Erfahrung profitieren und dann finden wir für euch die passende Abstimmung. Ja, im Grunde wisst ihr jetzt schon eigentlich das meiste oder fast alles über Tiger-2-Power. Warum, wofür, wie geht's? Wenn ihr einfach mehr über Elektro wissen wollt und am Ende auch euer System nicht nur einbauen können wollt, sondern es auch verstehen wollt, haben wir auch was für euch. Wie wir es letztes Jahr schon hatten, haben wir es auch dieses Jahr sogar doppelt. Wir haben im Sommer 2 Tiger-2-Power Workshops angesetzt, die sich aus einem Theorieteil und einem Praxisteil zusammensetzen. Und da gehen wir dann tatsächlich auch mal auf die Komponenten ein. Wie kommen wir eigentlich dazu? Warum braucht man Maximum PowerPoint-Tracking? Was soll der Quatsch überhaupt? Kostet ja nur Geld. Was für Batterien gibt es? Wie kann man Kabel krimpen? Kann es auch unordentlich aussehen und funktionieren? Wir haben ein paar Beispiele da, also ein großes Fahrzeug, ein mittleres und ein ganz kleines. Und das Beste daran ist eigentlich, man hat noch viele andere Leute, die das Gleiche machen wie ihr auch, sodass ihr euch mit denen auch mal beraten könnt, wie sie es eigentlich geplant haben, was ihr so machen wollt. Das hilft eine ganze Menge. Wenn wir Glück haben, kommen auch ein paar Workshop-Teilnehmer aus dem letzten Jahr, wo man dann mal das Ergebnis sehen kann. Insofern meldet euch an, guckt euch mal an, ein paar Termine sind noch da und dann hoffe ich, sehen wir uns im Sommer. Genau, wir brauchen auf jeden Fall ein Making-of. Und ich muss kurz überlegen, Chan-mäßig, lass uns nochmal hier so gegen die Wand springen oder irgendwas. Ich muss auf jeden Fall mal kurz den ersten einleitenden Satz irgendwie zusammenzimmern, damit das irgendwie... Zusammenzimmern. Für wen ist das Richtige?